Hallo zusammen! Mein letztes Video mit dem Titel Hintergründe und Texturen ist nun noch nicht so lange her und es wurde gefragt, ja, was mache ich denn mit so einem Hintergrund? Ein Beispiel zum Beispiel ein Hintergrund für eine Mixed-Media-Arbeit. Hier habe ich mir einfach eine Fotokopie gemacht mit einem Laserdrucker, diese ausgeschnitten. Und das möchte ich zunächst einmal hier aufkleben, um dann eine Szene daraus zu kreieren. Ich klebe das Ganze mit einem Acrylbinder, einem matten Acrylbinder. Ich streiche das Papier, das Druckerpapier von hinten ein, möglichst gleichmäßig. Dann vorsichtig umdrehen, an die richtige Stelle platzieren, dann von der Mitte aus zu den Rändern hin etwas ausstreichen, damit keine Blasen darunter sind und die Oberfläche noch einmal mit dem Acrylbinder versiegeln. Anschließend muss das Ganze gut trocknen. Für die Integration der Fotokopie in das Bild wähle ich die gleichen Farben, die auch im Hintergrund schon verwandt wurden, und zwar das Phthalo-Blau, dann das Siena gebrannt. Und diese beiden Farben kann ich jetzt miteinander mischen, um einen dunklen Schattenton zu erzeugen. Und diesen Ton verwende ich dann zum Beispiel, um an den Konturen zwischen dem Hintergrund und der Fotokopie die Tonwerte, die Kontraste zu verstärken. Ich füge also in den Hintergrund ein paar Schatten ein. Dadurch kommt das fotokopierte Bild weiter nach vorne. An diesem Punkt bin ich mir noch nicht darüber im Klaren, ob ich jetzt die Fotokopie auch noch mit Lasuren etwas einfärbe. Ich versuche erst einmal Kontraste mit Weiß hervorzuheben. Mit einem schwarzen Buntstift versuche ich auch noch innerhalb der Figur, innerhalb der Fotokopie noch einzelne Schatten anzulegen, um diese zu verstärken. Nun möchte ich mit Linien eine Art Raum erschaffen. Diese Linien markiere ich zunächst einmal mit heller Kreide.
Anschließend nehme ich einen Acrylmarker, einen weißen, und ziehe die Linien einfach noch einmal nach. Damit sind sie dann auch wasserfest. Mit meiner Farbmischung, mit meiner dunklen Farbmischung intensiviere ich weiterhin die Kontraste und ich arbeite mich Stück für Stück vor, indem ich im Hintergrund, aber auch innerhalb der Figur versuche, Kontraste zu verstärken. Schließlich habe ich mich entschlossen, die fotokopierte Figur auch noch ein bisschen zu tönen, das heißt also farblich in das Bild einzupassen, aber das werde ich sehr dezent machen. Es soll tatsächlich noch immer diesen Schwarz-Weiß-Charakter behalten. Wie ihr seht, sind das viele, viele kleine Korrekturen, die ich da anbringe, um mich ganz langsam meinem Wunschergebnis anzunähern. Um 2 von meinen bekannten Kugeln einfügen zu können, habe ich mir 2 Kappen genommen, diese umzeichnet, und das werden dann meine Seifenblasen oder Blasen. Damit die Blasen auch farblich ins Bild passen, gebe ich nach dem Trocknen noch ein bisschen Gelb als Lasur darüber, aber nur einen Hauch, damit sie nicht so knallweiß sind. Hier habe ich noch etwas monochrome Farbe eingefügt, um das Bild etwas zu beruhigen, dass er einen sehr, sehr differenzierten Hintergrund hat, einen sehr, sehr aufregenden, wilden Hintergrund.
Hier also mein Ergebnis auf der Grundlage des ersten Videos mit dem Thema Hintergründe und Texturen. Diesmal eine Collage. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ganz viele Ideen dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.